Willkommen zurück zu einem etwas größeren Update heute. Ähm, Wir machen ein klitzekleines Update für AMC und Jimmy, aber hauptsächlich werden wir uns heute alle anderen Aktien anschauen. Wir schauen uns, ich glaube, zum ersten Mal C-Series an, wegen dem Earnings-Drop gestern. Wir werden uns Tesla anschauen, weil es wird langsam echt interessant. Und dann den ganzen Rest wie Beyond, Weber, Trump Media, Sava, FFR, Bad Buffer und Beyond. Wenn es euch interessiert, das wird heute lange werden. Bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen. Und wenn es euch schon vorinteressiert, sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method auf meinem Kanal. Gut, na dann springen wir gleich rein in AMC. So, wie immer, ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Für ein paar Tweets, Qualpress Suisse, Price Target, wie es ausschauen würde und, hänge ich das spezielle große Geschichtenvideo für AMC ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns noch ganz kurz an, was wir gestern gemacht haben. Ja, und leider, wie in den letzten Videos schon seit Montag vorhergesagt, AMC mag keine doppelten Bögen. Ja, und ich rede hier nicht von doppelten Böden auf dem einminütigen Chart, ich rede von doppelten Böden auf dem 30 bis mindestens einstündigen Chart. Und ja, hier doppelter, sogar dreifach Boden. Hier, es war eindeutig, dass das brechen wird. Ja, wir haben auch nicht wirklich Movement gesehen bei den Earnings. Ja, ist gerade nichts passiert. Ja, was passiert jetzt als nächstes? Das Problem bei der Sache ist, das könnte jetzt vielleicht unser Boden sein. Ja, wie gesagt, ich gehe noch immer nicht davon aus, dass wir unter $1 brechen, allerdings 1,11 könnte ich schon sehen. Die Sache ist die, ich glaube noch immer, könnte falsch liegen, ist jetzt nur ein Gefühl, wir werden jetzt bis Freitag fallen. Ich meine, heute ist Donnerstag. Ja. Ich gehe von wahrscheinlich einem Preisziel von 1,11 aus, ja, bis Freitag. Und das sollte dann endlich unser Boden sein. Wichtig für diesen Boden ist, wie ich in den letzten Videos schon gezeigt habe, wir wollen einen Wick nach unten sehen und einen sofortigen Bounce. Keinen Doppelboden, keine volle Candle, einfach nur schnell runter und drauf. Ja? Nichts anderes. Die Sache ist, was wird jetzt nächste Woche passieren? Und ich weiß, einige sind gehypt für nächste Woche. Für mich persönlich, und ich könnte falsch liegen, wir werden diese Woche hoffentlich endlich unseren Boden machen. Das bedeutet allerdings auch für mich persönlich, ich sehe zu 99,999% keine Chance, zu irgendetwas nächste Woche zu sehen. Ja, null. Wir hatten die Hoffnung, dass wir letzte Woche das wie gemacht haben. Das hätte bedeutet, wir hätten diese Woche dieses Higher Low machen können. Haben wir nicht. Also, wenn wir diese Woche das wie machen, dann ist das höchste der Gefühle in meinem Tracking, nächste Woche das komplette Higher Low zu machen. Dann ist die Frage, wenn wir wirklich bis nächste Woche Freitag dieses Higher Low hier fertig haben, dann gebe ich AMC eine 20%ige Chance, dass wir in der zweiten Märzwoche wirklich was Großes sehen. 20%. Weil das, was uns noch immer fehlt, wäre dieses A. Ja, das wäre dann Woche 2, Woche 3. Dann hätten wir vielleicht die Chance, in Woche 4 was zu sehen. Ja. Ich sage allerdings, wie auch immer in den letzten Videos, immer wieder dazu, ich kann damit leben, wenn wir diesen Landmark hier springen, ja, und ihn nicht machen. Womit ich nicht leben kann, ist das Higher Low. Wir brauchen das Higher Low. Somit, Entschuldigung, ich sehe null Chance für nächste Woche. Schauen wir uns gleich GameStop an. Auch für GameStop
Für die volle Geschichte, wie wird der nächste Squeeze ausschauen? Wie hoch wird er wahrscheinlich gehen? Linke ich wieder das Video am Ende des Videos. Heute schauen wir uns einfach nur an, was wir gemacht haben. Dann schauen wir mal rein. Und für GameStop habe ich jetzt zwei Varianten. Ja? Schön ausgelegt, werde ich hintereinander zeigen. Als erstes fangen wir mit der bärischen Variante. Bärische Variante bedeutet, oder bärisch, nicht sofort springend. Ja? Bärisch bedeutet, dass diese Sektion hier einfach nur unser letztes High Low ist. Und wenn wir dieses letzte High Low microtracken, dann ist hier am 3. Februar unser High Low. Noch immer, weil es der einstündige Chart ist, am 5. Februar ist unser Lower High. Was wir diese Woche gemacht haben, war unser M-Peak. Und wir werden jetzt hier runterfallen, also mindestens unter 22,71. Bouncen. Ja. Kommt auch darauf an, wie viel Volume wir bekommen, wie schnell wir sind. Wieder hoch, werden aber diese Trendlinie nicht brechen. Das wird dann unser T, unser Last Time to Sell, bevor wir unser Higher Low beenden. Und unser Higher Low beenden wir an der 786 Fib. Bedeutet irgendetwas bei 21,17. Dem wir das hier fertig haben, ja, für diese Variante. Wir haben hier unser großes T. Bedeutet, wenn dieses Higher Low fertig ist, unser A geht über 28. Ich habe das ja in den letzten Videos gezeigt, für mich ist es irgendwas 28 bis 35. Das wird dann unser großes A. Dann machen wir von unserem V, was am 21. November war, einen 0,5 oder 0,618 Pullback. Und was auch gleichzeitig unser Breakout-Retest von dieser Trendlinie hier wäre. Und in dem Moment, wo wir hier fertig sind, oder halt auch hier, wird AMC auch fertig sein. Und in dem Moment kann man dann sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir die folgende Woche drauf squeezen. Ne? Aber für mich, das ist generell meine Hauptversion, ich sehe das für die nächsten 1-2 Wochen auf jeden Fall. Jetzt zur bullischen Variante. So, hier die bullische Variante. Für die bullische Variante, unser V bleibt. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir unser Higher Low schon fertig haben. Es ist sehr, sehr klein, aber man braucht immer eine Alternative. Und dieser Ausbruch hier war schon unser Ausbruch. Und das hier, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, war einfach nur unser kleines A von unserem großen A. Vor allem, wenn man sich das anschaut hier, es ist genau hier ein 0,5 Bounce. Genau dort, wo ein A auch hingehen sollte. Bounce bedeutet als nächstes, von hier an geht es aufwärts. Es geht nicht mehr runter, es geht nach aufwärts. Das bedeutet, unser nächstes B sollte noch immer irgendwo hier in der Richtung sein, 27 bis 28. Das ist allerdings nur unser kleines B. Und wir sind auf dem Weg zu unserem kleinen C, was dann unser großes A ist. Auch dafür, GameStop würde jetzt zwar nach oben gehen, aber auch dafür sehe ich noch immer keine Chance für nächste Woche. Ja. Mindestens 2 Wochen, wenn nicht länger. Ja. Schau mal, Landmarks springen wir nicht, also die großen überspringen wir nicht. Müssen wir einfach warten. Es schaut nicht schlecht aus. Nur für die ganz, ganz nahe Zukunft, meh. Okay, nächstes ist Tesla. So, ganz kurze Wiederholung für Tesla, damit jeder wieder am selben Stand ist. IPO war das wie. Dann bis Mai 2019 war unser A ohne einen 0,5 Pullback. Dazu komme ich gleich. Vom Mai 2019 bis Dezember 2022 war unser B wieder nicht wirklich ein 0,5 Pullback, weil wenn wir unseren A-Boden nehmen zu unserem B-Peak, sind in der Nähe der 0,5, aber nicht wirklich komplett nahe. Und dazu sage ich eins, egal ob für Makro- oder Micro-Tracking,
große, kleine Timelines vor Tesla. Tesla macht das immer. Es teast an, dass es zur Punkt 0.5 Pullback geht und dann, nein, gehe ich doch nicht. So, B ist fertig, A ist fertig. Wir warten noch immer auf unser großes C. Und das wird interessant. Wo sind wir auf dem Weg zum großen C? Wenn man sich jetzt das Microtracking ein bisschen näher anschaut, nachdem unser B-Pullback fertig war am 9. Jänner 2023, haben wir für unser großes C das kleine Higher Low schon fertig gemacht. Und zwar von Jänner 2023 bis April 2024. Von April 2024 bis April 2025, das war unser mittleres A nur. Und wenn man sich das hier anschaut, hier wunderschöner 0.5 Bounce. Und jetzt sind wir gerade auf unserem Weg zu unserem mittleren B. Jetzt gehen wir noch mehr ins Microtracking rein. Bedeutet, wie viel haben wir schon für unser mittleres B gemacht? Wir haben also unser V im April 2025, haben unser kleines High Low schon gemacht, haben dann unser A schon gemacht, auch hier wieder. Wunderschöner 0.5 Pullback und Bounce. Sind drauf geknallt zu unserem kleinen B. Und auch hier wieder, wenn wir von unserem A-Boden zu unserem B-Peak gehen, wieder kein 0.5. Tesla mag das einfach. Ich glaube also, unser B-Pullback ist fertig. Bevor wir uns ins Micro-Tracking reinstürzen, nach diesem B jetzt kommt unser C. Und die Sache für unser C ist, was unser mittleres B ist. Ich gehe davon aus, dass dieser Move vergleichbar ist mit diesem Move hier. Juni 2020. Sobald wir hier unten endlich fertig sind, bekommen wir das hier. Ja? Könnte falsch liegen, mein Tracking. So, jetzt schauen wir uns an, was wir hier gemacht haben. So, hier die letzten Tage auf dem 30-minütigen Chart. Und ich habe ja schon hier gesagt beim letzten Video, wir müssen runtergehen. Und ich habe auch gesagt, wir brauchen ein V an der A bei 3,97. Und perfekt sind wir runtergeknallt. Und dazu auch noch, perfekt sind wir hier gebounced. Ich meine, okay, ich hätte es toll gefunden, wenn wir diese Gap hier gefüllt hätten, weil hätte einfach Sinn ergeben, weil wir schon hier unten waren. Gut, haben wir nicht. Wir sind hier reingetaucht und sind gebounced. Somit, ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass wir in nächster Zeit diese Gap füllen. Ja. Wir haben unser kleines High Low gemacht, sind ausgebrochen, sind nach oben geschossen. Was ist das jetzt hier? Das hier ist schon über der T-Linie. Das bedeutet, das ist unser kleines tiny A. Wir sind hier rejected. Die Sache ist die, ja, ich habe die FIB schon. Ich glaube, das wird unser kleiner A-Pullback jetzt werden. Bedeutet, wir werden hier runterkommen. 30-minütiger Chart, das kann in 1-2 Tagen oder in einer Stunde erledigt sein. Ja. Zur 0.5 oder 0.618. Also entweder 406 oder 403. Ich glaube allerdings, wie ich schon gesagt habe, diese Woche ist dieser Pullback beendet. Nächste Woche, no financial advice, könnte verflucht interessant werden. Was auch immer Elon Musk kauft, mercht oder was auch immer. Wenn wir am Freitag irgendwo in diesem Bereich sind, wird es interessant für nächste Woche. Ja? Nicht übersehen. Ich weiß, Tesla, die Optionen sind ein bisschen teuer. Allerdings, sie bewegen sich halt auch extrem geil. Okay. Nächstes ist C3i. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich C3i schon mal gezeigt habe. Ich glaube, nur mit anderen Tracking. Wegen dem Drop gestern, egal was ich in der Vergangenheit für C3i gezeigt habe, es gibt jetzt für C3i nur noch 2 Versionen. Die absolut bullische und die absolut bearische. Es ist kein Symmetry Play, Entschuldigung, es ist kein Symmetry Play mehr, es ist einfach nur ein Fractal. Der Move gestern hat eindeutig alles gezeigt.
Wir fangen an mit meinem Main-Tracking. Auf kurze Sicht oder eher kurzere Sicht, nämlich bis nächstes Jahr, ist bullish, aber im Großen und Ganzen ist es bearish. Ähm, Fangen wir einfach an. Version 1, die bärische Version. CCI hat IPO'd in dem Run zu seinem C, seinem All-Time High, dann ein wunderschönes Lower High. Dann sind wir extrem runtergefallen zu unserem Midpoint, was auch unser nächstes B wäre. Ja. Es ist ein massives M, sage ich nur gleich dazu. Dann sind wir runtergeknallt, vor allem gestern mit den Earnings, ja, haben wir dieses M beendet. Perfekt. Was würde jetzt als nächstes passieren? Für die bärische Version bekommen wir jetzt hier irgendwo einen Bounce. Ja? Ich sage nur, wahrscheinlich mit einem kleinen Hallo und so weiter und so fort. Ja? Aber wir bekommen hier irgendwo einen Bounce. Schießen rauf zu T. Das kann schnell sein, allerdings muss ich dazu sagen, ich gehe davon aus, dass dieses T irgendwann Jänner bis Februar 2027 fertig sein sollte, wo wir hier oben sein sollten. Ja? Dann werden wir diese Trendlinie aber rejecten. Warum auch immer. Ist mir scheißegal. Dann werden wir wieder runterknallen. Zu einem All-Time-Low. Ja, wo das sein wird, werden wir dann sehen. Und erst dann haben wir unseren absoluten Boden erreicht. Dann machen wir ein wunderschönes High-Low unter der Trendlinie. Und dann sind unsere Ziele perfekt gesteckt. Ja. Unser nächstes A wird irgendwas über 24 sein. Unser nächstes B irgendwo bei 50. Und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Das wäre die bärische Version. Das ist meiner Meinung nach meine Hauptversion. Dem gebe ich so, sagen wir, 70%. Jetzt zur bullischen Variante. So, hier die bullische Variante. Für die bullische Variante war das unser Boden. Ja? Wir würden jetzt das Higher Low machen. Ja? Bedeutet allerdings auch, dass wir meiner Meinung nach den Peak von diesem Higher Low auch erst im Februar, Jänner 2027 sehen werden. Ja? Und wir machen dann nachher ein Higher Low. Und dieses Higher Low würde halt auch nicht über diese Trendlinie brechen. Und dann machen wir unser A und unser B. Also für den nächsten Move, egal ob bärisch oder bullish, beide sollten nach oben gehen. Ja? Für die bärische Version brechen wir hier nur runter und machen ein neues Allzeitlow. Warum ist das nicht meine Hauptversion? Mein Hauptproblem mit dieser Version ist, wir haben hier ein riesen Landmark. Ja? Das Lower High kann klein sein. Ja? Dass das M hier so klein ist und wir haben so ein massives T. Wir hatten das in der Vergangenheit schon öfters und es hat sich einfach herausgestellt, wenn man sowas hier sieht, ist es eher wahrscheinlich, dass das hier gar nichts ist und das ist erst unser M. Aber schau, grundsätzlich bis Anfang nächsten Jahres schaut super aus. Ja. Für raufgehen, Preisziel irgendwas bei 30. Und nachher müssen wir halt schauen, ja, halten wir das Higher Low oder nicht. Aber im Prinzip auch da, ja, egal ob bullish oder bearish, ab Februar geht es hinunter. Die einzige Frage ist, machen wir dann die bullische Version oder die bearische? Okay. Nächstes ist Beyond. So, für Beyond, wie immer, für die ganze Geschichte, ich verlinke wieder das Video ans Ende. Heute schauen wir uns einfach nur an, was wir gestern gemacht haben. Und ich muss sagen, es wird immer interessanter. Ja? Schau mal, also ich kann da wirklich sagen, schau mal nur, was heute oder morgen passiert. Fürs Große und Ganze. Wir haben eigentlich nur noch 3 Versionen hier übrig. Ja? Für die absolut bullische Version sind wir fertig. Ja? Unser T ist fertig, unser V ist fertig und das ganz Wichtige ist, unser Higher Low ist fertig. Ja? Bedeutet auch, was auch immer für News kommen und was auch immer passiert, wir brechen heute hier raus. Und ab geht's.
Ähm, die einzige Variante, um noch immer bullish zu sein, aber heute nicht raufzugehen, bedeutet, wir werden diese Trendlinie mal wieder rejecten. Ja. Dann ist es noch immer dasselbe. Es ist derzeit einfach nur Zeitvertreib. Ja. Warum auch immer das Fractal sagt, wir können noch nicht marschieren. Ja. Bedeutet, wir machen wieder ein. Weil das sind einfach nur kleine Micro-High-Lows, um Zeit zu schinden. Ja. Das ist Consolidation Phase. Wie auch immer. Bei anderen Methoden ist es einfach nur, das ist die Consolidation Phase bevor einem Ausbruch rauf oder runter. Ja. Weil das hier ist ein Higher Low, das hier ist ein Higher Low und das hier ist ein Higher Low. Ja. Wir könnten also jetzt gerade wieder am Peak eines Higher Lows sein. Bedeutet, für heute und Freitag machen wir wieder sowas. Ja. Weil wir einfach warten. Und dann wäre noch die Variante, dass wir doch diese kleine Gap zwischen 66 und 65 Cent füllen. Ja. Müssen wir nicht. Hat man bei Tesla zum Beispiel auch schon gesehen. Müssen wir nicht. Also, sollten wir hier ausbrechen, alles über 91 Cent und es gibt keine Downside mehr. Und ich glaube, nächste Woche ist Earnings. Und wir marschieren. Sollten wir hier wieder rejecten, ja, dann werden wir irgendwo in dieser Range hier sitzen. Ja. Gibt nur diese zwei Varianten. Natürlich, die absolut bärische Variante ist, wenn wir 64 Cent nur berühren oder brechen, dann geht es nach unten. Sehe ich derzeit noch nicht, aber als Alternative. Aber dieses Ding schaut sowas, also es, egal ob nach oben oder nach unten. Beyond steht vor einem massiven Move. Ob es jetzt ein absolutes tödliches Knife wie FFI war, was wir uns heute auch anschauen, oder wir jetzt endlich unseren Squeeze zu unserem A bekommen. Und dazu muss man sagen, was ist das nächste Preisziel? Das nächste Preisziel ist und bleibt für März noch immer irgendetwas über $15. Hört sich blöd an. Aber war beim Higher Low genauso. Aufpassen. Es wird interessant. Okay, nächstes ist Bull. So, bevor wir ins Micro-Tracking reingehen, was wir gemacht haben in den letzten Wochen, leider haben wir ein neues Allzeitlow gemacht. Ja. Es ändert am Haupttracking nichts. Problem ist nur, meine letzte Analyse war, dass. Fangen wir mal. Okay. Fangen wir mit dem normalen Tracking an. Ja. Bull hat seine IPO im Higher Low begonnen. Dann einfach einen blöden Stupid Move nach oben, wo man das A und das B nicht gescheit sieht, zu unserem Allzeithoch. Lower High, dann haben wir hier unser wunderschöner Midpoint und hier haben wir unser riesiges T. Und hoffentlich jetzt, wie immer, unseren Boden, unser Allzeitlow. Unsere nächsten Ziele. Wenn dieser Boden, das Higher Low, fertig ist noch immer, daran hat sich nichts geändert, unser A bei $10 und unser B über $18. Dazu sei gesagt, entweder machen wir beim nächsten Ausbruch die normalen Regeln, wir gehen rauf zu A, Pullback, rauf zu B, Pullback C, oder was ich nicht ausschließen kann, wir machen sowas Dummes wie bei der IPO. Wahrscheinlich nicht in 2 Candles, ja, aber es wäre doch relativ steil. Ohne Pullbacks. Ja. Schau. Okay. Now, jetzt zu dem Fall, was hier passiert ist. Und hier auch wieder. Wenn mein Tracking falsch war, egal ob ich was dafür konnte oder nicht, ich werde es immer wieder zeigen. So, in unserem früheren Tracking war das hier unser Boden. Dazu muss man halt leider auch sagen. Ich meine, ich habe damals gesagt, die doppelte Bodenregel gilt nur für EMC oder hauptsächlich für EMC. Naja, vielleicht geht es für Webull auch, weil das hier war ein doppelter Boden. Ja, also vielleicht können wir bei Webull auch sagen, wenn wir einen doppelten Boden sehen, ist das no bueno. Ja, schlecht. Gut, hätte ein Anzeichen sein können. Habe ich damals nicht dran gedacht. So, für unser voriges Tracking war das Ganze hier unser Higher Low und das war unser V. Ja. Wäre perfekt gewesen. Dann
war meine Berechnung, dass unser nächstes A 20. März wäre. So, mit dem Fall passiert das nicht mehr. Das hier war einfach nur ein kleines T. Ja? Nicht das große T, einfach nur ein kleines T. Und das hier könnte jetzt unser wunderschöner Boden sein. Auch dazu sei gesagt, wenn man sich das anschaut, auf dem einstündigen Chart ein Weg nach unten. Bounce. Ja? Also wenn das ein Boden ist, wäre es der perfekte Boden. Was passiert jetzt als nächstes? Zwei Varianten. Erste Variante, wir brauchen unser Higher Low. Das bedeutet, wir werden hier meiner Meinung nach schon rejecten. Ja, das war schon unser Peak von unserem Higher Low. Ja, und das könnte schon unser Lower High sein. Ja, also da hier reinzoomen. So. C. Lower High. Wie tief würden wir jetzt runtergehen? Wir würden jetzt runtergehen zu 786. Ja, also wir würden runter. M. T. So würde das Ganze ausschauen. Und in dem Punkt, wenn wir hier sind, knallen wir nach oben. Wann könnte das sein? Ich meine, ich gehe davon aus, das ist der einstündige Chart vor allem. Ich meine, wie viel Prozent sind das? 10%. Diese oder nächste Woche? Für das Beenden von diesem Higher Low. Ja? Schauen wir mal. Was passiert dann als nächstes? Als nächstes passiert unser A. Ja? Und wenn man sich die IPO anschaut, sollte das relativ steil sein. Ich habe allerdings gesagt, wie schon zu Beginn, mit diesem Boden hier habe ich dieses A für 20. März predicted. Jetzt bin ich der Meinung, das wird Ende April. Ja? Eben weil wir noch immer dieses Higher Low machen müssen. Ja? Aber Ende April irgendetwas über $10. Wenn wir nicht etwas absolut Dummes tun. Ja? Also, wenn ihr spielen wollt, kein Financial Advice, spielt für das A, irgendwas über $10. Sollten wir dann einfach sowas machen, ist das ein Bonus. Okay, nächstes ist DGT. So, für DGT machen wir einfach nur eine ganz normale Analyse. Allerdings am Ende, es könnte vielleicht wieder interessant werden. DGT hat sowas ähnliches gemacht wie Bull. Ja? Es hat seine IPO gestartet in seinem Higher Low, ist raufgeschossen zu seinem A, B, C, wo man nicht wirklich Pullbacks gesehen hat. Ich meine, das ist so eine Eigenart von DGT. Die Moves nach oben sind immer extrem volatil. Die Moves nach unten dauern immer. Ja? Also, Allzeithoch, unser C. Dann hatten wir ein massives L. Dann sind wir raufgekommen zu unserem massiven Midpunkt und dann hatten wir jetzt ein massives T. Ja? Bevor wir uns dieses Wie hier anschauen, was unsere nächsten großen Ziele. Ja? Fürs Tracking unsere nächsten großen Ziele, unser A bei 60, unser B bei 80 und dann ist nur die Frage, brechen wir Allzeithoch oder nicht. Auch ist die Frage, ich gehe nämlich nicht davon aus, dass wir ein A Pullback, B Pullback, C machen, weil DGT macht das nicht. Ja? Wenn man sich diese Moves hier anschaut, sind das immer eigentlich gerade Linien. Ja? Also wann auch immer, kommen wir gleich dazu, dieses Higher Low hier fertig ist, gehe ich davon aus, wir werden wieder sowas machen. Und dazu sei gesagt, wir sind am Ende des Fractals. Ja? Das ist keine Zwischenstation mehr. Das hier, wenn das der Boden ist das Ende des ersten Fractals. Das bedeutet, das wird ein großer Move. Was auch immer die News sind, ist scheißegal. Das wird ein großer Move. Okay, was passiert jetzt als nächstes? Gut, wenn man sich das hier unten anschaut. Auch hier zur Transparenz. Vorher habe ich getrackt, dass das hier unser wunderschönes Higher Low war. Hat auch perfekt ausgeschaut. Nur mit dem Bruch hier ist dieses Higher Low gestorben. Ja. Das hier war jetzt somit einfach nur unser T
vom großen T. Ja. Allerdings, uns gehen jetzt eindeutig die Landmarks aus. Ja. Also das sollte jetzt wirklich der Boden sein. Auch hier muss man dazu sagen, wunderschön. Okay, am einstündigen Chart, schauen wir mal, wie es auf dem 24. wie es am einstündigen Chart ausschaut. Ja, auch gut. Ja. Auch hier wieder eine Single Gap, Wick Down, eine und sofortiger Bounce. Und für den Fall haben wir sogar schon hier perfekt unser Micro Higher Low gemacht. Also das ist eigentlich für mich Bestätigung, dass das hier unser Boden war. Okay, was passiert als nächstes? Schießen wir jetzt schon nach oben. Erstens, wir müssten jetzt als erstes dieses Higher Low hier fertig machen. Einfach nur das Higher Low für unser T. Dieses Higher Low sollte nicht über $13 gehen. Nicht über diese Trendline brechen. Ja? Falls sie das tut, wird es wirklich interessant. Gehe ich aber davon nicht aus. Das bedeutet, wir machen jetzt unser großes Higher Low. Nachdem dieses große Higher Low fertig ist, gibt es zwei Varianten. Für Variante 1 ohne neue Regeln bedeutet, das war unser Boden und wir machen jetzt unser Makro Higher Low. Was meine ich damit? Das große Higher Low zu unserem T, unserem M und unserem L. Das, bin ich der Meinung, werden wir nicht überspringen. Ja? Bedeutet, wenn wir hier fertig sind, schaut das Ganze so aus. Ja? In dem Fall wird dieses große Higher Low nicht über $36 gehen. Nicht über diese Trendlinie und wieder hier runterfallen. Dazu sei gesagt, das muss nicht so ausschauen. Ja? Es kann auch sein, dass wir wie in typischer DGT-Manier einfach sowas machen, weil die Aufwärtstrends immer extrem schnell sind. Ja? Und dann aber wieder langsam hinunterfallen. Ja? Dazu sei aber auch gesagt, sollten wir diese Trendlinie hier brechen, dann werden wir diesen Bruch, glaube ich, nicht einmal sehen. Dann geht es einfach so nach oben. Ja. Deswegen auch die Warnung. Ich gehe davon aus, wir machen dieses kleine Higher Low auf jeden Fall. Dann, ich meine, ich werde das natürlich dann in dem Video zeigen, wenn wir hier in diesem Punkt hier sind, sollte man zumindest, wenn man das spielen will, sich darauf einstellen, irgendwas für 24 zu spielen. Sollten wir hier durchbrechen und hier durchbrechen, dann, weil, ganz ehrlich, den Move, wenn der passiert, den erwischt sie nicht mehr. Der wird einfach nach oben schießen. Ja. Somit, das hier, Variante 1, nachdem wir dieses kleine Higher Low hier fertig haben. Variante 2, weil ich habe ja, seht ihr ja in meinem Tutorial-Video, ich habe ja die Regel, wenn dieses T zu kurz ist, dass es nicht an die Haupttrendlinie heranreicht, gibt es die zweite Regel, wo man eine Trendlinie von unserem M zu unserem T zieht. In dem Fall ist das Makro Higher Low kleiner und darf nicht über diese Trendlinie hier brechen. In dem Fall wird das dieser Move. Ja? In dem Fall darf das Peak vom Higher Low nicht über $22 gehen. Weshalb ich gesagt habe, no financial advice, wenn es euch interessiert, das zu spielen, nachdem dieses Micro Higher Low hier fertig ist, spielt es auf 22. Ja? Ja? Weil das wäre dann das Mindeste, was man erreichen sollte. Dazu sei gesagt, das wäre halt die kürzere Version, weil das dauert halt kürzer. Auch hier, noch einmal, wie gesagt, wir müssen nicht unbedingt sowas machen, wir können dann auch einfach sowas machen. Ja? Und dann langsam wieder runter. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir dieses Higher Low auch machen, scheißegal, ob wir das hier machen oder das hier machen. Das Hauptplay ist, wenn eins von diesen zwei Higher Low fertig ist, weil sollten wir wirklich diesen Weg gehen, ja, der nächste Move, der wird auf jeden Fall extrem hoch, ja, und schnell. Schaut auf jeden Fall interessant aus. Okay, nächstes ist Sava. So, für Sava unser kleines 100% Riskplay. Ich sag's immer dazu, 100% Riskplay.
Ja, es ist sogar meiner Meinung nach riskanter als AMC und GME. Bio Company ähm, forscht, glaube ich, an Alzheimer oder irgend sowas. Ähm, warum risky? Komme ich gleich dazu. Warum schauen wir uns diese Aktie überhaupt an? Diese Aktie macht wie immer dasselbe. Es macht einen Peak, Gap Down, geht zur Seite, Gap Up. Peak, Gap Down, zur Seite, Gap Up. Peak, Gap Down, zur Seite, Gap Up. Ja, Peak, Gap Down, Seite, Gap Up. Ihr wisst, was ich meine. Und wo wir halt derzeit sind, ist für unser Tracking, wir hatten ein Peak, Gap Down, zur Seite, im besten Fall Gap Up. Ja? Wo ist unsere Gap? Unsere Gap ist von $26 bis zu $4. Und sollten wir diese Gap füllen, passiert das ziemlich vertikal, klarerweise. Wir fangen trotzdem mit der bärischen Alternative an. Die gibt es nämlich noch immer. Die bärische Alternative ist, wir sind jetzt gerade in einem Punkt wie diesem hier. Bedeutet, wir werden runterknallen zu einem Allzeitlow und dann die nächsten Monate bis Juni, Oktober machen wir diesen Blödsinn und Herbst oder so haben wir die nächste Chance für den Gap Fill. Deswegen ist es sehr risky. Vor allem, wenn man in Optionen drin ist. Ich sage euch, wenn ihr Optionen kauft, ich meine, sie kosten nichts derzeit, aber wenn wir den Move nach unten bekommen, kommt ihr nicht raus. Ja? Weil die Option Chain ist derzeit komplett tot. Ja? Weil halt nichts passiert. Ich sage euch allerdings, wenn wir den Move plötzlich machen, das ist ein 1000% Move. Das ist für Optionen ein 10.000% Move. Also, ich würde es vielleicht nur mit Geld spielen, kein Financial Advice, was euch wurscht ist. Ja? Fürs Tracking, ja, für mein Tracking. Das ist ein Fractal. Und sollten wir nicht die bärische Alternative gehen, dann war hier am 7. April 2025 unser V und wir machen derzeit das Higher Low. Und nach dem Higher Low kommt unser A. So, für unser Tracking hier gibt es bis auf die bärische Variante zwei Varianten. So, wir fangen mit der bullischen Variante an. Bedeutet, das Ganze hier ist unser Higher Low, was wir abschließen wollen, damit wir raufmarschieren. Hier ist unser A, hier ist unser B. Wichtig ist unser A. Für die bullische Version ist das unser A-Low. Und für die bullische Variante bedeutet das, wir haben schon unser Peak, unser C natürlich, unser Lower High natürlich, unser M natürlich. Und für die bullische Variante haben wir auch unser T. Last time to sell. Wir sind runtergeknallt unter V under A. Bedeutet, dieses High-Low ist fertig. Ja? Wir haben schon unseren Ausbruch aus dieser Trendlinie. Dazu sei auch gesagt, diese Aktie beginnt ihre großen Moves immer Freitag Pre-Market, Freitag After Hours, Montag Pre-Market. Ja? Alle, ich habe es nachgeschaut, alle großen Moves haben nur Freitag, Montag gestartet. Wenn wir Freitag oder Montag nichts sehen, dann machen wir wieder irgendeinen Blödsinn den Rest der Woche und müssen wieder auf den nächsten Freitag oder Montag. Was ist das jetzt hier? Wir sind hier schon ausgebrochen. Bedeutet, wir sind auch über unser Original kleines T drüber. Ne? Das ist also unser A-Peak. Wir sind hier auch rejected. Also für die bullische Variante werden wir jetzt heute, morgen vielleicht auch noch Freitag, hier runterfallen zu 0,6 bedeutet 2,15 oder zu 0,618 bedeutet $2,08. Das ist einfach nur ein Breaker-Retest. Sollten wir heute oder am Freitag hier irgendwo in diesem Bereich sein, werde ich, kein Financial Advice, ein kleines YOLO-Play machen. Ja, für Ende März. Weil das bedeutet einfach nur, wir könnten fertig sein und wir schießen nach oben. Das ist die bullische Variante. Die noch immer bullische, aber
nicht ganz so bullische Variante ist, ähm, dass das hier unser T einfach nur ist. Ja? Bin ich nicht ganz so abgeneigt dazu, weil wir haben halt hier unser M und dieses T wäre vergleichbar in der Größe besser als dieses kleine T. Ja? In dem Fall ist aber das hier unser A und das hier unser A-Boden. Bedeutet, wenn das hier unser T ist, werden wir jetzt in den nächsten Wochen nochmal hier runterknallen zu 1,75, hier bouncen, dann vielleicht ein kleines Micro-High-Low machen und dann haben wir wieder die nächste Chance. Ja? Wie spielen wir das mit Levels? Ich würde sagen, wenn wir unter $2 fallen, wird es höchstwahrscheinlich die zweite bärische Variante. Sollten wir, wie gesagt, am Freitag in der Nähe von $2,09 sein, bin ich eher für die bullische Variante. Und klarerweise, wie gesagt, sollten wir unter $1,46 fallen, sage ich euch, ist dieses Spiel für die nächsten Monate tot, weil dann werden wir ein Allzeitlow machen. Es ist ein extrem risky Play, nicht für jeden. Wenn es jetzt bullish ausplayt, oh mein Gott. Aber ist eure Entscheidung. Okay, nächstes ist Bad Buff Beyond. Ist, glaube ich, auch schon etwas länger her, dass ich das hier gezeigt habe. Für Bad Buff Beyond habe ich leider eine bullische und eine bärische Variante. Wir schauen uns hier nur dieses Fractal an. Und hier gibt es zwei Varianten. Wir fangen mit der bärischen Variante an. Bärische Variante ist, wir haben unser Low noch nicht erreicht. Ja? In dem Fall war unser Peak hier im Oktober 2025 unser T. Wir werden dieses Level hier nicht halten und werden runterknallen zu einem neuen Allzeitlow. Ja? Und dann müssen wir wieder anfangen mit Higher Low und dann. Ja? Das wäre die bärische Version. Muss ich ehrlich sagen, sehe ich derzeit aber einfach nicht. Noch nicht. Ja? Für meine bullische Variante ist dieses ganze Fractal hier fertig. Einfach fertig. Ja? Wir haben unser Peak im August 2020. Schönes Lower High. Perfekter Midpunkt. Und für den Fall, dass wir bullish sind, ist das hier unser T. Es geht mit der Größe zu unserem M, also es funktioniert. Und unser Low war April 2025. Seitdem haben wir unser Higher Low gemacht. Und wenn man sich dieses High, bevor wir uns das Higher Low anschauen, wenn dieses Higher Low fertig ist, was sind unsere nächsten Moves? Unser nächstes A sollte über 16 sein. Ja? Und da wir diese Trendlinie nicht mehr brechen werden, ja, gehe ich eher davon aus, dass unser A irgendetwas bei $30 sein wird. Dann machen wir einen Breakout-Retest. Und dann geht es rauf zu unserem B. Und unser B wird irgendwas über $36 sein. Und dann ist nur noch die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht? Und die Sache ist die, wenn wir so etwas Ähnliches machen wie 2020, wird es wahrscheinlich diesen A-Pullback und diesen B-Pullback nicht wirklich geben, weil wir haben den damals auch nicht gemacht. Jetzt zu unserem Higher Low. Ist dieses Higher Low fertig? Und da gibt es halt leider jetzt zwei Versionen. Bullische Version ist, es ist fertig. Ja? Weil in dem Fall haben wir hier unser B, unser kleines Micro-Higher Low, unser A, unser B. Ja? Wir sind unter das A gefallen, ja? Haben hier ein V gemacht. Auch hier, wenn wir uns das anschauen, war das ein schönes V. Ja, das war ein schönes V. Wick down und Bounce. Perfekt. Bedeutet jetzt, wir könnten jetzt, wenn wir ganz, ganz gemein sind und es ganz, ganz noch ein bisschen länger dauern sollte, wir müssen jetzt noch unser Micro-High Low machen. Ja, bedeutet,
Irgend sowas. Ja. Nicht diese Trendlinie brechen, nicht über 6,18 gehen. Und dann schießen wir nach oben. Ja. Das wäre absolut bullish. Das Bärische wäre, wenn normalerweise ist wie an der A unter der 6,86. Wir haben auch hier leider nicht wirklich eine 0,5 für unser A. Wir haben auch hier leider, ja, oh, B ist perfekt. Aber wir haben hier nicht wirklich eine 0,5 für unser A-Pullback. Und wir haben hier ein relativ kleines M, großes T. Für die bärische Variante bedeutet das nur eine Sache. Das hier war nicht unser T, das war unser M. Und wir bilden jetzt gerade das T. Das bedeutet, wir werden hier raufkommen, hier rejecten und noch einmal runterknallen. Und zwar unter 4,64. Und dann können wir nach oben marschieren. Das wäre allerdings noch immer bullish. Ja. Für Zeit, also wenn wir noch wirklich das hier machen würden, ja, gehe ich davon aus, wir bekommen diesen Boden hier irgendwas Juni, Juli. Sollten wir allerdings das hier schon haben und wir brauchen das T nicht mehr, dann sollte das Ende März fertig sein. Ja. Wir sind ja am täglichen Chart. Ja. Das Ende ist zwar nah, aber es könnte halt noch wirklich ein bisschen was da. Aber es schaut auf jeden Fall interessant aus. Okay, und letztes ist FFAI. Einfach nur ein klitzekleines Update für die kurze Zusammenfassung. Wir haben unser C, Lower High, Midpoint, T und so wie es ausschaut, jetzt unser V. Für unsere nächsten Preisziele. Wenn man meine Regeln 1:1 nimmt, ist unser nächstes A bei 153 und unser nächstes B bei $5.000 pro Aktie. Noch einmal, werden wir nie sehen. Wenn diese Firma keinen Forward Split hat, kommen wir hier nicht rauf. Ja. In dem Fall werden wir hier beim T rejecten bei 150. So, rauf, runter, sterben. Delisting. Ja. Wenn diese Aktie einen Split macht, einen Forward Split, dann ist das möglich. Unsere nächsten Ziele, ja, egal ob es einen Split gibt oder nicht, unser nächstes A sollte bei $4 sein, unser nächstes B bei 35 und unser nächstes C bei 150. Ja. Jetzt auch hier für die Transparenz. Leider, unser altes Tracking war das hier unser Higher Low und hier im April 2050 war unser V, unser Boden. Leider sind wir hier durchgebrochen, somit ist dieses Higher Low gestorben. Das war einfach nur unser kleines T von unserem großen T. Ist dieser Boden jetzt fertig? Ja? Es fängt aber zumindest langsam an, interessant auszuschauen. Und es muss langsam interessant ausschauen. Wir haben hier einen Boden, ja. Wir haben hier sogar ein kleines Micro-High und dann sind wir aufgeschossen. Dazu sei gleich eins gesagt. Wenn dieser Boden hier nicht hält, ist nur meine persönliche Meinung. Wenn das jetzt nicht unser Boden ist und wir knallen hier weiter runter, ich sage euch, diese Firma geht bankrott, verschwindet, wird aufgekauft oder was auch immer. Ja? Wir müssen hier halten, sonst war es das. Ja? Wenn das hält, dann, wenn man sich das hier anschaut, war das hier schon unser kleines Higher Low. Ein Zipfelchen hier unter der 786, schön gebounced und ab nach oben. Was passiert also als nächstes? Squeezen wir jetzt? Nee. Also, meiner Meinung nach, nee. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, wir haben hier unsere MT-Linie, warte, ich mache die ein bisschen dicker, damit ihr sie auch seht auf YouTube. Ja. Wir brauchen jetzt erst unser Higher Low.
Also unser größeres. Das bedeutet, wir werden jetzt hier sowas machen. Wir werden nicht über 93 Cent brechen. Großes High-Low. Und danach, nachdem das große High-Low fertig ist und hoffentlich hält, bekommen wir unsere Boom Boom Candles. Was meine ich mit Boom Boom Candles? Das, was FFA immer macht. Wie? Hier, schauen wir es uns an. Ja. Wie? High-Low. Boom Boom Candles. Wie? High-Low. Boom Boom Candles. Brauchen wir noch eins. Wie? High-Low. Boom Boom Candles. Wie? High-Low. Fast Boom Boom Candles. Ja. Also wie gesagt, macht FFA immer. Ja. Aber was FFA auch immer macht, ist ein Higher Low davor. Ja. Es ist mir also wurscht, wer denkt, dass wer auch immer kauft, Mercher, whatever. Higher Low. Wir squeezen nicht vom Boden. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, dass das hier schon genug war. Ja, nee. Ja, man sieht jedes Mal, dass dieses High-Low etwas länger dauert. Das ist zu kurz. Ja, fürs Haupt-High-Low vor allem ist zu kurz. Aber es schaut auf jeden Fall interessant aus. Ja, wenn wir nicht drunter brechen. Ja, vielleicht ist das auch einfach das Ende für diese Aktie. Aber schaut allerdings interessant aus. Okay. Ja, war eindeutig länger das Video heute. Die Community-Wünsche werde ich, am Wochenende mache ich ja auch noch Videos, werde ich an die Videos dranhängen. Es tut mir leid für das Video. Es wird viel zu lang werden. Ja. Das Erklärvideo, also das Video mit den großen Erklärungen für AMC und Chemie, werde ich ganz nach hinten geben. Ja, das zum draufklicken. Das Tutorial-Video für die Methode kommt hier hin. Playlist hier hin. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Und wenn ihr mehr sehen wollt, Abo-Button drücken. Schauen wir mal, was wir heute und morgen noch bekommen. Wir sehen uns.